Ich selbst habe Warhammer Fantasy gespielt, bis Games Workshop 2015 den Stecker gezogen hat. Gruftkönige jahrelang, dann nichts mehr. Was viele jedoch nicht wissen, es gibt seit Jahren ein Massenspiel, das genau dieses Spielgefühl liefert. Rank and Flank, große Armeen, taktische Tiefe und das nicht von Games Workshop. Kings of War. Heute schauen wir uns an, ob der Wechsel für dich lohnt, wenn du von Warhammer Fantasy oder The Old World kommst. Und ich sage das jetzt gar nicht als jemand, der Kings of War von außen bewertet. Ich spiele es seit Jahren, habe ja auch einiges an Content hier auf dem Kanal. Meine Hauptarmee dabei ist die Northern Alliance und ich kenne Warhammer Fantasy vom Grund auf durch meine Gruftkönige auch schon eine sehr lange Zeit. Bin also eigentlich ein bisschen der Typ dafür, um da hier ein bisschen auch zu schauen, ob das ein würdiger Nachfolger ist, wenn man eben aus diesem Bereich kommt. Und meine ehrliche Antwort kommt dann am Ende, aber erst schauen wir uns an, was Kings of War überhaupt ist. Kings of War ist ein Fantasy-Massenspiel von Mantic Games, nicht von Games Workshop eben, und das ist eben kein Nachteil, sondern eben auch das Konzept dahinter oder wieso ich es hier eben vorstelle. Mantic hat das Spiel mit einem klaren Ziel entwickelt. Das Spielgefühl von Warhammer Fantasy wird dabei aufgegriffen, große Armeen, Einheiten, Regimenter, aber mit schlankeren, eleganten Regeln, ohne den Ballast von jahrzehntelangen Regelkomplexität. Und die 4. Edition ist jetzt gerade Ende 2025 erschienen. Das Spiel ist also gerade frisch und aktiv, genau der richtige Zeitpunkt, um hier jetzt aktuell eben einzusteigen. Ich möchte dazu eben auch ein paar signifikante Unterschiede zu Warhammer Fantasy bzw. The Old World hier eben mal ein bisschen erklären. Für alle, die Warhammer Fantasy kennen, was ist wirklich anders? Ich gehe die wichtigsten Punkte eben durch. Der erste Unterschied, der hier gleich mal zu sehen ist, ja, beide Systeme verwenden Eggbases, aber im Gegensatz zu Warhammer Fantasy können hier eben auch Einheiten komplett auf einem großen Base gestaltet werden, weil eben nur der Footprint der Einheit zählt. Somit kann man sich hier dann auch beim Aufbau der Einheiten eben ein bisschen von der Optik inspirieren lassen, wie man das Ganze eben auch cineastisch darstellen möchte. Vom Spielprinzip her macht das keinen Unterschied. Ihr habt die Einheiten, die werden in Blöcken bewegt, Abstände werden von den Einheiten gemessen, eben nicht von einzelnen Modellen. Und ansonsten funktionieren die Bases eben grundsätzlich in beiden Spielsystemen ganz gleich vom Grundprinzip. Dann der Unterschied Nummer 2 ist eben genau das Thema des Einzelmodell-Bases. Es werden eben dadurch, dass hier die Möglichkeit besteht, bei Kings of War Einheiten auf ein einzelnes großes Base zu stellen, anstelle jedes Modell extra zu basen, bedeutet das natürlich nicht nur, dass Einheiten hier wie auch bei Warhammer gemeinsam bewegt werden, sondern eben auch, dass immer die ganze Einheit komplett entfernt wird und eben keine Einzelmodelle, das heißt eingerichteter Schaden auf einer Einheit, werden markiert bei der jeweiligen Einheit und erst wenn diese komplett geroutet wird, wird sie eben vom Spielfeld entfernt und nicht eben einzelne Modelle. Der Vorteil dadurch ist natürlich, man hat keine einzelnen Modelle, die man raus und reinstellen muss aus den Regimentern, aus den Einheiten während dem Spiel. Und das macht natürlich das ganze Spielgefühl auch ein bisschen flüssiger. Unterschied Nummer 3 sind die schlankeren Sonderregeln. Bei Warhammer Fantasy oder auch The Old World hat man ja immer wieder auch für eine Einheit eigene Sonderregeln. Es gibt Armeebücher, wo die Einheiten zu finden sind, diese auch teilweise Ausnahmen wieder haben, was die Regeln betrifft, wie Schlagen zuerst zu und ähnliches. Und Kings of War hat ein grundsätzliches Kernsystem mit klar definierten Schlüsselwörtern, wie zum Beispiel Crushing Strength oder auch Thunderous Charge, Regeneration, die eben einmal verstanden werden müssen und dann bei allen möglichen Armeen vorkommen und sich durch diese Sonderregeln eben dann die Einheiten und Armeen voneinander unterscheiden. Was eben bedeutet, wird es einmal verstanden, gilt es für alle Einheiten, die dieses Schlüsselwort haben, kürzere Einarbeitungszeit in die Regeln, man hat weniger nachzuschlagen während dem Spielen und kann somit mehr spielen. Einen weiteren Unterschied gibt es dann im Bereich des Nahkampfs, eben beim Zurückschlagen. In Warhammer Fantasy, Warhammer The Old World können immer beide Seiten im Nahkampf gleichzeitig kämpfen und Verluste werden auch dementsprechend auf beiden Seiten angerichtet. Bei Kings of War funktioniert das anders.
Nur der Angreifer würfelt im Nahkampf, der Verteidiger antwortet nicht sofort. Das klingt im ersten Moment simpel, ändert aber die gesamte Taktik dann ein bisschen im Spiel. Und mir persönlich, ich war mir da am Anfang nicht ganz sicher. Nach dem einen oder anderen Spiel muss ich aber sagen, gefällt mir dieses Konzept eigentlich sehr gut, weil dadurch dann die Spiele eben durchaus auch schneller werden und man in kürzerer Zeit eben auch durchkommen kann. Und es ist jetzt gar nicht mal so schlecht oder fühlt sich jetzt irgendwie falsch an, dass eben nur eine Seite im Nahkampf zuschlägt und der zweite Spieler eigentlich nur mehr oder weniger abwarten kann, bis er wieder an der Reihe ist. Und mein 5. Unterschied, den ich heute nennen möchte, sind eben die Kosten und Miniaturen. Das Regelwerk für Kings of War kann man sich auch hier in Buchform kaufen, wie man es hier auch hat, wie ich es hier vorliegen habe. Aber zum Beispiel gibt es das Ganze auch in der Companion-App von Mantic, wo man sich diese eben auch holen kann. Vor allem ist es hier recht schön, dass man hier kostenlos Armeelisten zusammenstellen kann und es gibt eben keine Armeebücher, sondern man hat hier bereits im Regelbuch einen sehr großen Abschnitt an verschiedenen Armeelisten, die hier abgedeckt sind und kann dafür eben auch kostenlose Armeelisten dann in der Companion-App erstellen, was eben auch sehr, sehr angenehm ist. Und im Zuge der 4. Edition werden dann eben hier solche Erweiterungsbücher wie hier das Invasion-Buch erscheinen, das in erster Linie den Hintergrund weiterspinnt, aber auch immer weitere Armeelisten oder Abgedatete dabei hat. Zum Beispiel hier sind Halblinge, Salamander oder eben auch Trident Realm als Armee enthalten und die neuen Xirkali. Aber auch diese bekommt ihr eben in der Companion-App, müsst euch also auch hier nicht unbedingt diese Bücher direkt kaufen. Was natürlich ein bisschen anders ist im Vergleich zum alten Warhammer Fantasy oder The Old World, wo ihr eben auch die jeweiligen Armeebücher bzw. Erweiterungsbücher benötigt für eure Armee, die ihr eben spielen wollt. Was das Thema Miniaturen angeht, haben wir schon gesehen hier und sehen es auch hier am Bild. Mantic bietet hier eine ganze Fülle an Figuren und Armeen, die ihr eben sammeln könnt. Aber vor allem, wenn ihr jetzt aus der Games Workshop Welt kommt mit Warhammer Fantasy oder aktuell eben The Old World, gibt es hier auch sehr viele Möglichkeiten, wo ihr durchaus auch diese Armeen bereits verwenden könnt, um damit auch beide Spielsysteme spielen zu können. Somit lässt sich auch sagen, alte Warhammer Fantasy, Miniaturen und Armeen und auch für The Old World funktionieren bei Kings of War eben problemlos. Trotz aller Unterschiede, was Kings of War mit Warhammer Fantasy verbindet, ist das grundlegende Spielgefühl. Man hat große Armeen mit Einheiten, Regimentern und keine Skirmish mit 10 Modellen. Eben beides sind Rank and Flank Spielsysteme mit Aufstellung und Flankenangriffe können durchgeführt werden und sind eben auch entscheidend im Spiel, wenn man hier die eben gewinnen möchte. Und dann hat man natürlich bei Kings of War eben auch Fantasy-Fraktionen, die sich durchaus wie alte Bekannte anfühlen, wie zum Beispiel Untote, Zwerge, Elfen oder auch Orks. Und man hat durchaus eben eine taktische Tiefe bei Kings of War, obwohl es einfach zu lernen ist, aber es dauert dann doch seine Weile, um hier alles Taktische zu meistern. Und eben, wie gesagt, gibt es dann das Erweiterungsbuch Invasion, das noch mehr Hintergrund bringt und eben auch weitere Armeelisten. Kings of War lohnt sich jetzt, wenn du noch alte Warhammer Fantasy Miniaturen hast und sie wieder auf den Tisch bringen willst, dir schlankere Regeln wichtig sind, mehr spielen, weniger Regel suchen, du günstiger einsteigen willst als bei The Old World zum Beispiel oder du auch keine aktive GW-Spielergruppe in deiner Umgebung hast. Aber es gibt eben auch Gründe, wo es sich weniger lohnt einzusteigen. Natürlich, wenn dir der Detailreichtum von Warhammer Fantasy oder auch The Old World und von den Regeln her wichtig ist, dann ist Kings of War bewusst schlanker gehalten in diese Richtung, vor allem was die Regelkonzepte angeht, aber eben auch der Hintergrund wird erst mit der Zeit jetzt weiter ausgebaut. Es ist mittlerweile schon sehr viel da und wird sicher noch mehr kommen, ist aber definitiv nicht so umfangreich wie bei Warhammer. Nächster Punkt ist natürlich, wenn du eine aktive lokale The Old World Community hast oder eventuell auch Leute, die doch Warhammer Fantasy spielen. Da wirst du die natürlich auch wahrscheinlich nicht verlassen wollen, außer ihr überlegt euch zusammen Kings of War euch anzuschauen. Dann natürlich wieder geht es in die Richtung, das könnte sich lohnen. Und natürlich, wenn du ganz klar ein Fan von den GW Artworks und dem Lore bist,
dann ist natürlich Kings of War hier auch nicht wirklich was für dich, weil es hier dann natürlich auch in eine andere Richtung geht, weil es ein ganz anderes Ökosystem, Spielsystem und eine ganz andere Welt ist. Ich persönlich muss ja sagen, ich habe Warhammer Fantasy eigentlich früher geliebt, als ich es gespielt habe. Ich habe da doch mit den Gruftkönigen, als die erschienen sind, bis zum Schluss dann gespielt. Und ich sage nach Jahren mit Kings of War, es ist kein billiger Ersatz. Es ist ein anderes Spiel mit einem ähnlichen Herzschlag. Was ich vielleicht vermisse, ist hin und wieder die Regeltiefe und dass es vielleicht nicht so Unterschiede gibt. Aber genau das macht es dann aber für mich auch wiederum aus, wieso ich es so gerne spiele, weil es halt dann doch einfach schneller geht und man nicht stundenlang am Regelblättern ist, bis man hier irgendwas findet oder sich mit irgendeinem 4+Würfelwurf ausmacht, welche Regel man jetzt oder wie man die Regel auslegt. Mein Fazit also, auf alle Fälle mal reinschauen, wenn man Lust auf Rank and Flank hat und vielleicht auch mal was anderes außerhalb von Games Workshop sich anschauen möchte. Wenn du selbst jetzt tiefer einsteigen willst, in der letzten Woche habe ich das komplette 4. Editionsregelbuch hier ein bisschen vorgestellt mit eben Inhalt, was findet man hier alles in diesem Buch, und der Link ist hier auch unten in der Videobeschreibung zu finden. Und falls du selbst Warhammer Fantasy Veteran bist, schreib mir in die Kommentare, welche Armeen du gespielt hast. Mich interessiert wirklich, was aus euren alten Sammlungen geworden ist. Bis zum nächsten Video.